I say have another one, but don't have another one. No. You look all of a sudden Japanese. Like a Japanese geisha. Yeah. Well, it's got all that. It's got geisha, it's got buto, it's got Corpse. mime, corpse, it's got all those. Nosferatu. In Nosferatu. Very Very nice nice. one. Jüdisch, yeah, please. Wait, I do my stuff first. Great. Yeah. Music. So lovely guitar. Together, then we come up pretty fast and join you. Und tot. Niemand hat bisher gewagt, es wahrhaftig und ungeschminkt darzustellen. Der ganze Körper starrt. Ich versuche mich zu... My first impression when I got to in Dresden was I went out of the. I came in at night time, so I went out of the train and it was like silence and it was a lot of space and nice fresh air. My name is Michal Ben Lior. I'm a mother of 2 beautiful children and I have a beautiful family living in Israel. I'm a dancer and a creator, working with video, working on stage, and exploring movement and sounds for all my life. I love it. It's a beautiful challenge to go from teaching 9-year-olds to playing with a brass band at a Gegen Pegida rally to doing the world premiere of a new theater piece that I've been thinking about for years, to performing the Jewish spiritual music. I mean, it's a total joy to have the opportunity to do all this here. Hello, greetings. My name is Frank London. I'm a trumpeter and musician and composer from New York City, and I'm so glad to be here in Dresden doing all these amazing projects. At home, I do lots of crazy things, and now I get to do all the crazy things here in Dresden. It's a real honor to be the artist in residence at this year's Dresden Jewish Week. And I guess it came about in stages. It wasn't the original plan. The artistic director, Avery Gosfield, and I were talking, and she said, what would you propose? My theme this year is I want to talk about Germany and Jews and German Jews. I want that to be the focus. And I said, I've been thinking about Valeska Gert for many years. Let's do a project, a piece about Valeska Gert. And indeed, we're doing the world premiere of Ich bin eine Hexe here at the Dresden Jewish Week. And she said, and I said, and it was like, well, as long as we're bringing you all this way, what else could you do? And I said, well, I'm working with Michal Ben Lior and Shai Bachar on Ich bin eine Hexe, and we do an improvised Israeli avant-garde dance piece. She goes, great, we can do that. And she said, you know, we also have the Zemmer Project, and Lawrence Sklamberg will be there. What can you do for the opening concert? I said, well, if you already have Lauren and you have me and you have Shai Bachar, we can do the Nagunim Trio. And so all of a sudden, before it's announced that I'm artist in residence, I'm already doing 3 concerts. And then she goes, you know, as long as you're here, can you do some workshops? I'm like, sure, I can do some. Have you ever taught little kids? I said, no, I've never actually really taught 9-year-olds, but I can try it. And so I made a new composition for Mosaic, which is a beautiful project going into the underprivileged areas of Dresden and working with diverse communities.
And she said, of course, the Banda Comunale is not only celebrating their 20th anniversary, but they already perform a lot of your music that you've recorded. So do you want to play together with them? I'm like, yeah, that's natural. This is what we do. So I think it worked backwards. They realized that I was doing 5 or 6 different things, and I guess Avery probably said, you know, it seems like you're the artist in residence because you're here. I think it worked kind of in reverse that way. Heißt Tohuwabohu und habe ich vor vielen Jahren geschrieben. Das Lied, bis mir dann erst hinterher jemand sagte, Mensch, wisst ihr eigentlich, was das heißt? Es heißt nicht wie bei Hempels unterm Sofa, also auch, sondern es ist der Anfang vom Alten Testament, was die Juden die Torah nennen. Die Erde war wüst und leer. Oh, guck an. Ja? Das wusste ich bis dato auch noch nicht, wie vieles in meinem Leben. Habe ich nicht gewusst. Oh, da ist es gar am Ende ein Tohuwabohu. Mein Name ist André Herzberg, bin 65 Jahre alt, bin seit 1979 Musiker, arbeite als Musiker, Rockmusiker in der Hauptsache. Und dann irgendwann in den 90er Jahren auch zunehmend dann als Autor, Schriftsteller. Und ja, das ist so das Wesentliche, was ich mache. Er ist Jude unter Juden, er ist fromm oder nicht. Hinter ihm tanzen sie im Kreis, neben ihm wiegen sie sich, neigen den Körper, sprechen oder sind einfach nur still. Naja, also sagen wir mal so, in der DDR ist ja sozusagen über Jüdischkeit nicht gesprochen worden. Aber man muss vielleicht noch mal kurz sagen, warum ist es nicht passiert. Es hat ja niemand über seine Identität gesprochen. Also durch diese herrschende Ideologie gab es sozusagen 17 Millionen Antifaschisten und niemand hatte irgendwie eine Vorgeschichte. Also nicht nur ich habe nicht über meine Herkunft sozusagen gesprochen, sondern niemand hat über seine Herkunft gesprochen. Dass man mich sozusagen ja auch als Juden auch gefragt hat, sage ich jetzt mal so, das ist neu, aber ich habe mich sehr gefreut. Ja, das ist neu. Das ist für uns auch immer ein Anliegen, zu versuchen, Schirmherrinnen zu finden, die mit der jüdischen Kultur verbunden sind. Und das ist für die Glaubwürdigkeit des Festivals ist sehr gut, wenn jemand Jüdisches das gestaltet, weil ich glaube, einerseits vermittelt das viel mehr die eigene Kultur und teilweise ist es auch wichtig, weil Menschen, die jüdisch sind, natürlich sich viel mehr trauen. Gerade im Hinblick auf der Vergangenheit in Deutschland. Es gibt viele, die nicht jüdisch sind, die vieles vielleicht nicht zeigen würden oder sich nicht wagen würden, manche Aspekte zu zeigen. Also ich komme aus einer Familie, wo beide Eltern Juden waren. Meine Eltern sind schon tot. Das Wort Jeckes ist mir untergekommen, als ich in den 90er Jahren in einem Kibbutz war in Israel. Da kam mir dann auch sozusagen in dem Zusammenhang das Wort Jecke, wurden die ja genannt, weil die so besonders wie soll ich sagen, die fielen da raus aus der Landschaft und aus der sonstigen Mentalität der Leute. Da kam mir das unter. Aber dann später habe ich natürlich gemerkt, ja, wie viel verbindet mich damit und was hat das Wort für es hat sozusagen viele Bedeutungen und viele Schattierungen. Es kommt von den Jacken. Ja, es kommt von dem Wort Jacke. Ich kenne eine ganz andere Bedeutung. Für mich war das so als Kind, so ein bisschen die Jack oder was. Ja, also das war, wenn man so ein bisschen verrückt war, crazy. Und dann
war das, als ich bin in den 90er Jahren das erste Mal nach Israel gefahren, in Kibbutz, da wo meine Verwandtschaft gewohnt hat. Und da kam auch dieses Wort wieder vor, das stand also für die Deutschen, die da waren. Und die waren wirklich alle komplett jeck, haben die anderen immer gesagt, weil die so ordentlich waren und immer Punkt 7 mit der Arbeit angefangen haben und alle möglichen Sachen, die man da nicht so macht sonst, ja, in der Mentalität. Ja, schon. Also, wenn ich in Israel bin, bin ich gern der jüdische André. Wenn ich in Deutschland bin, ist es so eine Sache. Da bin ich, glaube ich, dann wahrscheinlich später der deutsche André. Ja, ist nicht so ganz so einfach zu leben. Aus vielen Gründen. Also zum Beispiel als Jude in Deutschland zu leben, ist schon deshalb schwer, weil man so eine wahnsinnige Minderheit ist. Ja, man ist also, es gibt nur ganz wenige Juden, braucht man ja nicht weiter zu erklären. Und die es gibt, die kommen in der Regel von sehr verschiedenen Ländern, von sehr verschiedenen Kulturen, sind ja oft auch noch Einwanderer. Und so haben die eigentlich untereinander nicht viel zu tun. Und man braucht aber, um als Jude zu leben, eine jüdische Community. Und wir sind froh, dass es auch immer noch Jüdinnen und Juden in Dresden und in Deutschland gibt und die hier leben und die sich natürlich nicht ständig nur mit der Shoah auseinandersetzen, sondern dass sie auch die Vielfältigkeit ihrer Kultur teilen möchten, zeigen möchten und vielleicht aus der jüdischen Perspektive auch vieles in Deutschland bereichern können. So Themen, die für die deutsche Bevölkerung insgesamt wichtig sind, bringen in der jüdischen Perspektive quasi vielleicht einen neuen Ansatz. Ja. Hier steht ja drin sehr viel Bezug auf uns, das sind dann die Juden, und dass Gott uns irgendwas gegeben hat, aber ein Erbe, wie hier steht, steht ja nicht, dass man sein Erbe nicht mit anderen teilen kann. Ne? Also dass so viele Leute hier sind. Das ist unsere Projekte, originell von unseren Projekten Spielen gegen Antisemitismus. Das ist ein Projekt, die also tschechische und deutsche Junge zusammenbringt und dass sie zusammen jüdische Musik spielen. Das Beste gegen Antisemitismus ist einfach die jüdische Kultur kennenlernen. The festival started out more than 2 decades ago as more or less of a kind of an offshoot of an amateur rock theater. It was a group of people who really loved Yiddish culture. They put on their own plays and they put on their own concerts, and then they invited people from outside. Now, in the last 25 years, of course, we professionalized. We use mostly outside artists. And we have fixed partners. We've got a really, really great, wonderful fixed audience. And we get pretty substantial funding from both the city of Dresden and from the Kulturstiftung Sachsen. Although we couldn't put on the festival without some additional funds. And this financial leeway allows us to plan, which is really good for us and for our audience and for the artists. Kultur, es ist sehr, sehr schwer, Kultur weiterzumachen und zu bringen. Und
Ich muss unseren Sponsoren auch danken. Und gerade bei der Stadt Dresden haben wir uns sehr gefreut, dass wir als Institution gefördert werden, weil das zeigt rein kulturpolitisch, dass das wichtig ist, dass wir als Einrichtung berechtigte Teil der Kulturlandschaft der Stadt sind. In diesem Sinne sind wir genauso wie alle anderen Teil der Gesellschaft in Dresden und in Deutschland. Und deswegen ist mir zum Beispiel auch ein großes Anliegen, dass wir diese Vielfältigkeit der Kultur einfach einen Beitrag leisten können. Wir wollen uns Themen widmen, die uns als Menschen, die in Deutschland oder in Dresden wohnen, auseinandersetzen und unsere eigene Sichtweise darauf geben, die manchmal eben vielleicht, weil das eben auch diesen jüdischen Aspekt gibt, vielleicht manchmal ist es eben ein bisschen anders als die von anderen Kulturen oder Kulturkreisen. Es geht hier um einen Kontext für jüdischen kulturellen Inhalt. Alte Lieder, neue Lieder, Musik, Film, Tanz, Literatur. Und das ist sehr wichtig. Aber es ist mir auch wichtig, dass diese Musik, also jüdische Musik zum Beispiel, andere Kontexte findet. Ich vertrete niemanden außer mich. Und ich bringe nur mich zu der Musik. Albert. Und jetzt begrüßen Sie mit mir bitte Daniel Kahn. Geschickt hat ihr Leibke Agent. Es ist nicht da keine jüdische Kultur. Es gibt keine jüdische Kultur. Es sind da jüdische Kulturen. Es gibt jüdische Kulturen. Und hier an so einem Festival sieht man, wie divers, wie offen, wie unbestimmt und wie menschlich diese Kulturen sein können. Ich bin Daniel Edward Grossman Lapsker Kahn. Ich bin mehrmals Teil dieses Festivals gewesen. Ich bin mehrmals in Dresden gewesen. Mittlerweile fühle ich mich etwas zu Hause. Auf dieser Seite der Elbe, sagen wir. Und ja, es ist immer wieder schön. Das Spannende jetzt an dieser Woche teilzunehmen, der Jüdischen Woche in Dresden, ist einfach sozusagen zu vergleichen, wie die Situation von Afrodeutschen und jüdischen Deutschen war während des Nationalsozialismus zum Beispiel. Dazu habe ich gearbeitet. Und insofern, also dadurch, dass du als schwarzer Mensch auch immer wieder mit Diskriminierung konfrontiert bist oder als jüdische Identität, immer wieder gesagt wird, du gehörst aber gar nicht hier nach Deutschland und solche Sachen, musst du auch dich unbedingt mit dieser Geschichte auseinandersetzen und mit den Details dieser Identität. Die Nazis hatten tatsächlich aber in der Schublade, ich weiß nicht, ob das Bild hier drin ist, hatten die einen Plan für Afrika. Mein Name ist Katharina Ogentheuer. Ich bin Historikerin und Aktivistin und habe bei dem Buch Farbe bekennen vor 33 Jahren mitgemacht, als wir das zum ersten Mal
sozusagen über die Situation von Afrodeutschen und schwarzen Deutschen berichtet haben. Die gesamte Mitte Afrikas sollte ein mittelafrikanisches Kolonialreich unter deutscher Führung sein. Also sie wollte sozusagen die Kolonien, die sie mal hat, also die Deutschland mal hatte, und noch 3-mal so viel dazu. Would you harbor me? On a personal level, it was very important to me to invite Katarina Oguntoy. Now, she is a Nigerian German historian. She's also a poet, and she's written a lot about the Afro-German family experience. And she's also a beacon for the Afro-European and queer communities. So this was one of the most important events for me. What is really, really nice there is also we could invite other local associations to cooperate with us. We invited Carly Culture and also Greda, which is a queer association. And the wonderful thing about Katarina is that she knows how to put the Afro-German experience into a hyphenated context. In previous years, for example, we focused on Arab or Soviet Russian migration stories. These themes then run like a thread through the program, and each time we show new and exciting aspects of the rich Jewish art and culture. But we know ourselves what it means to be a minority within a majority society. To put it mildly, it's much more difficult to be noticed. We don't mean this to sound whiny, but this kind of minority mentality is what unites Jews, Arabs, people of color, the queer community in Germany, despite having really, really different background stories. And that's exactly why we've been showing our solidarity really for years, and also try to support the minorities to make themselves, to give them a platform and to let them be heard within our festival. Now, another important of the festival is to bring to a point, is that Judaism, it's not a monolith. There are so many different, unique Jewish cultures, so that in this form, they also need more representation. Diese Vielfältigkeit drückt sich in vielen unterschiedlichen Formate. Zum Beispiel ein interessanter Aspekt ist, dass wir im Festival noch ein Festival haben, das Gefüllte Fest Dresden. Das ist ein Food-Festival, bei dem wir Menschen einladen, mit uns jüdische Rezepte zu kochen. Und das entspricht auch sehr stark dem Geist des Festivals. Das heißt, wir sind feste Überzeugung, dass die Jüdische Woche schon immer eine Brückenbauerin war. Wir versuchen, Zugänge für Nichtjüdinnen in die jüdische Kultur, in die jüdische Tradition. Und unser Ziel ist auch Menschen, die vielleicht mit dem Judentum nicht so was am Hut haben, einfach über Umwege sozusagen, dass sie doch in Berührung mit dem Judentum kommen. Ein Festival in Deutschland oder egal wo auf der Welt kann das jüdische Leben in seiner ganzen Vielfalt unmöglich komplett darstellen. Was das aber tun kann, ist auf jeden Fall Impulse setzen, die dann Fragen stellen, die bestimmte Klischees oder feste Bilder, die Menschen, nicht nur nicht-jüdische Menschen, sondern auch jüdische Menschen manchmal in ihren Köpfen haben, erstmal ein bisschen schütteln, sodass man überdenken muss, was man wirklich weiß und denkt und ob das stimmt oder nicht. Und ich glaube,
wenn man ein Festival vielleicht nicht nur zu einem Konzert und auch vielleicht nicht nur in einem Jahr, sondern mehrmals besucht und wenn man sich dann darauf einlässt, auf die Impulse, die man an einem Festival bekommt, die Impulse, die man auf dem Festival bekommt, zu verfolgen, sich zu vertiefen in diese Themen, dann kommt man nach und nach zu einem Punkt, wo man sagen kann, das Festival kann das vielfältige jüdische Leben darstellen. Yeah, you're growing the solos, third and fourth verses and taking it out. Yeah, go ahead. Last verse, just harmonies, no melody? Harmonies, yeah. Yes, okay, so when we're singing, when we're in unison, we sing the whole step. Okay. And when you're singing as a soloist, you can do what you like. Good. Very good singing. That is perfect. Good. And all right. Only G is the very last. Only G, but Fabian asked to do the last time through the niggin. Gleich zu meiner Ankunft 1987 habe ich erlebt, dass das, was ich anbieten kann hier, tatsächlich einen Platz findet im Leben von vielen Menschen. Und naja, in gewissem Sinne hat das für mich eine Berechtigung bedeutet, hier zu bleiben. Was nicht selbstverständlich war. Als amerikanischer jüdischer Mensch haben vor allem damals, Berlin war noch nicht so bekannt und beliebt und international wie heute. Berlin stand 1987 für so die Hauptstadt der Nazi-Bewegung. Man wusste, dass die Zeit vorbei war, aber trotzdem, man wusste nicht wirklich, was ist heute in Berlin. Und wie ungewöhnlich das damals war, kann ich mit dieser Anekdote klarstellen. Ich glaube, einen Monat nachdem ich angekommen war ich in einer Kneipe und jemand kam auf mich zu und sagt, ach, du bist der Amerikaner, der in Berlin in diesem Sommer gekommen ist. Ne? Avery, thank you for bringing us. Thank you. It's, is that when it happens? Sound like that. This is Paul Brody. Stören dann. Famous Jewish wine. And then the drummers. All right, so let's go on in the order which we actually stand there, just because it's kind of awkward otherwise. So it'll be me, Sasha, Lauren, Dan, Fabian. You guys follow. Here we go. What? Rücken Sie näher und näher. Die Welt ist eng geworden, so schrecklich eng geworden. Du siehst die Luft und lauter drehten nicht. Es ist ein Gemeng geworden und ein Gedräng geworden um einen Platz für dich im Sonnenlicht. Anyway, I'm very excited that you're here, and I'm really looking forward to the concert. Thank you. We are too. So don't talk up. German history is Jewish history, and Jewish history is German history. And so we also have local artists. And every year we really try and have things where we cooperate with young people. And one of the projects we have is to fight against anti-Semitism and have the artists that come, sometimes very well-known people, for example, Frank London, and have them work in the schools. And then we work with local groups. And
probably the best example of this is the Banda Comunale, which has been very, very present this year. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir hier kurz spielen können. Ich sage vielleicht ganz kurz was zur Band und was uns mit Frank London verbindet. Wir haben uns 2001 hier in Dresden gegründet als Straßenkapelle, weil auch vor der Synagoge einfach Neonazis wieder rumliefen. And we really share the same vision. I mean, they work very, very hard against racism here in Dresden and outwards, and to show the positive sides of multiculturalism and the importance of multiculturalism. Now, this year, it was really fantastic because not only did our artist in residence, Frank London, work with them, and we participated in their 20th anniversary concert, but they also came and played in the opening concert. And one of the nicest moments was when Frank London came and he joined the banda in an action against a right-wing populist and Islamophobic group called Pegida. And so that way, we're trying to really remain a visible part of the Dresden community. It's really important to find what each project is asking for. And when I'm a guest with someone else, like with the banda, it's like, what do they want? What do they need? So, and for me, I love being a chameleon, fitting in, but I also love being myself. And it's funny, it's almost like a little knob. It's like I'm playing with the banda and they have an arrangement and I'm just playing the arrangement. I'm just one of the 3 trumpet players in the band. But then they point at me, take a solo. It's like, okay, let me be Frank London now. Okay, now go back to just being a trumpet player. And it's really fun. And this leads to something else, which I know you were talking about or wanted to talk about. The good thing about having knowledge of lots of different musical traditions and about being able to listen very hard and communicate is that it allows me to communicate with people from all over the world. Ich habe ganz vergessen, wo ich bin. It's very funny because actually the Jewish culture I was much more exposed to after traveling to New York. I discovered the klezmer music. I discovered the humor
All the Jewish traditions, I actually found them outside of Israel because there was some kind of era where people wanted to kind of, not hide, but not make a big deal of the heritage of the diaspora, of the galut. And I find it amazing. So, yeah, in Hebrew we say tzeh ulmad, which is get out and learn. What I want to say about the festival, that I think it's amazing idea, really pleasant people to work with. Und dieses Gefühl zu haben, dass die Musik, dass meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung, dass das einen Sinn haben kann hier in Deutschland, dass es auch anderen Menschen helfen kann, einen anderen Sinn zu finden. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass solche Veranstaltungen und Festivals und Verbindungen weiter wachsen können und leben und atmen. Ich bin immer wieder begeistert, wie die Jüdische Woche seit 25 Jahren die Kulturlandschaft der Stadt bereichert. This year's Jüdische Woche Dresden is a fantastic program. I think Avery Gosfeld did an amazing job, and especially coming out of the pandemic, where, as everyone knows, everything is 10 times more difficult. Jewish culture is really varied and fantastic. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, das habe ich heute von der Bühne auch gesagt. Ich meine, Juden sind Menschen wie alle anderen Menschen auch. Es gibt gute und schlechte und große und kleine, dicke und dünne und blonde und schwarze. Und es gibt nichts, was es nicht gibt. Und daran kann man es, ich glaube, man muss einfach sagen, sie sind so wie alle anderen auch